und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Heute zeige ich euch mal eine ganz besondere Blockflöte, nämlich eine sogenannte Voice Flute. Und das ist diese hier. Die sieht auf den ersten Blick eigentlich aus wie eine Tenorblockflöte. Wenn man sich das mal anschaut, das ist hier eine Sopranblockflöte, das sind Altblockflöten und dann ist die ja eine Nummer größer sozusagen. Und sie ist aber nicht die normale Tenorblockflöte, sondern ihr tiefster Ton ist ein D. Also im Gegensatz zu einer Tenorblockflöte, wie ich sie hier habe, da ist der tiefste Ton ja ein C. Die wird ja im Grunde genauso gespielt wie eine Sopranblockflöte, nur ist halt größer. Aber diese Voice Flute, die steht in D als tiefsten Ton und sie hat einen wunderbar warmen und vollen Klang. Wo kommt denn der Name her? Voice Flute, das ist Englisch und heißt Stimmenflöte. Und auf Französisch sagt man Flûte de voix, also das Gleiche. Und das kommt daher, dass der Klang tatsächlich der menschlichen Stimme, der Wärme der menschlichen Stimme im Gesang sehr ähnlich ist. Sie steht also einen Ton höher als eine normale Tenorblockflöte. Man könnte also sagen, sie ist von der Lage her zwischen einer Altblockflöte und einer Tenorblockflöte. Aber natürlich ist sie schon also ziemlich genauso groß wie eine Tenorblockflöte, aber eben nicht ganz. Und dadurch ist sie auch leichter zu greifen als eine normale Tenorblockflöte und etwas wendiger zu spielen sozusagen. Also man kann auf dieser Flöte leichter schnelle Stücke spielen als auf einer normalen Tenorblockflöte. Wenn wir das jetzt mal vergleichen mit einer Tenorblockflöte, dann müsste ja die Tenorblockflöte genau einen Ton tiefer klingen als die Voice Flute. Und da müsst ihr jetzt mal gut die Ohren aufsperren, ob das wirklich ein Ton tiefer ist. Vielleicht habt ihr jetzt bemerkt, dass das gar kein ganzer Tonunterschied war, sondern nur ein halber Tonunterschied. Und das kommt daher, dass diese Tenorblockflöte, die ich hier habe, in moderner Stimmung ist, also wie wir sie heute überall benutzen in den Orchestern und bei den Instrumenten, so dass das A 440 Hertz hat oder etwas darüber. Und die Voice Flute ist, wie viele historisch nachgebaute barocke Instrumente, in A 415 Hertz. Das heißt, die ist in einer Stimmung, die einen halben Ton insgesamt tiefer ist als unsere heutige Stimmung. Und dadurch ist sie nur einen halben Ton von der Tenorblockflöte entfernt. Also falls ihr das jetzt kompliziert findet mit den Stimmungen, dann kann ich euch das mal anhand der Altblockflöten ganz leicht demonstrieren. Und zwar, Moment, erst mal sehen, wo ich die in Sicherheit bringe hier. Ich habe ja hier lauter Altblockflöten und wie ihr sehen könnt, sind diese Altblockflöten etwas kleiner als diese Altblockflöten. Und die kleineren, die sind in moderner Stimmung gebaut. Also wenn ihr jetzt mit einem Klavier zusammenspielen möchtet oder mit einem modernen Orchester, also nicht einem extra speziell eingestellten Barockorchester, dann braucht ihr solche Blockflöten. Und die sind einen halben Ton tiefer insgesamt gestimmt, also in 415 Hertz. Und das hört man halt auch am Klang und an der Klangfarbe. Ich kann euch das mal zeigen. Mal diese beiden Flöten im Vergleich. Also 440 Hertz, moderne Stimmung. Und 415 Hertz, barocke Stimmung.
Es gab zwar in der Barockzeit lauter verschiedene Stimmungen, es gab zum Teil auch viel höhere Stimmungen als unsere moderne und es gab sogar noch tiefere, also in Frankreich war wohl der Stimmton einen ganzen Ton tiefer als heutzutage in der Barockzeit, aber man hat sich irgendwann im 20. Jahrhundert, als man das alles wiederentdeckt hat, hat man sich darauf geeinigt, dass man die Barockstimmung meist in 415 Hertz hat. So, also deshalb habe ich jetzt, also wenn ich Konzerte spiele mit Kollegen, mit Profis sozusagen, dann spielen wir normalerweise in 415 Hertz und die anderen Flöten, je nachdem, wenn ich auch mal mit modernen Instrumenten spielen muss oder mit Schülern natürlich. Und die Voice Flute, ja, die wird nicht so häufig jetzt von Hobbymusikern verwendet. Ich glaube, manche Flötenbauer bauen sie auch in 440 Hertz, aber eigentlich ist sie meistens in 415 Hertz. Ja, und diese Flöten, die klingen einfach nicht nur wunderschön, meine ist zum Beispiel gebaut von einem Flötenbauer aus der Schweiz, der leider nicht mehr lebt, von Ernst Meyer. Und ja, von dem ist diese Flöte gebaut worden. Und das klingt natürlich sehr schön und alles, aber wozu verwendet man sie jetzt genau? Man könnte ja sagen, es reicht doch, wenn man auch im Konzert auf den schönen Altblockflöten spielt oder vielleicht auch mal auf einer Tenorflöte in tiefer Stimmung, könnte man ja auch machen. Aber ich habe euch ja schon erzählt, dass man viel leichter auch virtuos auf einer Voice Flute spielen kann als auf einer Tenorflöte. Aber davon abgesehen, warum überhaupt tiefer? Das hat damit zu tun, dass der Tonumfang dieser Voice Flute eigentlich genau gleich ist mit der Tonumfang beispielsweise der Traversflöte. Also dem Vorgänger der modernen Querflöte, nämlich eine Querflöte aus Holz, die man im 18. Jahrhundert dann verwendet hat, parallel zu Blockflöten und zu anderen Barockinstrumenten natürlich. Und dadurch ist es möglich, mit dieser Voice Flute das ganze Repertoire der Querflöten, also der Traversflöten zu spielen aus der Barockzeit. Und jetzt denkt ihr euch, warum sollen wir das tun? Und dann sage ich euch, ihr macht das alles schon lange, denn ihr spielt mit Sicherheit einige Stücke, die im Original für Traversflöte komponiert waren. Zum Beispiel die Fantasien von Georg Philipp Telemann. Oder die sogenannte Bach-Partita, also das Solo für Flöte Solo von Bach. Diese schöne Allemande, mit der das beginnt, die kennt ihr wahrscheinlich alle. Und viele oder fast alle Stücke von Otteterre und Beaumortier, die man auf der Blockflöte spielt. Sind nicht im Original für Blockflöte komponiert gewesen, sondern für die Traversflöte. Und wenn ihr euch jetzt mal überlegt, dass der tiefste Ton auf einer Traversflöte das D ist und wir auf der Altblockflöte als tiefsten Ton das F haben, dann haben wir ja ein Problem. Wenn wir einfach die Noten der Traversflöte spielen wollen und das geht mal tiefer als F, was machen wir dann? Wir können ja nicht alles eine Oktave höher spielen. Und das ist eben der Moment, wo die Voice Flute ins Spiel kommt. Ich kann dann nämlich genau dieselben Stücke in der Originaltonart spielen. Denn es ist so, wenn ihr
Telemann-Fantasien spielt, wenn ihr die Noten von Telemann-Fantasien für Blockflöte für euch habt, dann sind die in der Regel 2 Töne höher aufgeschrieben als im Original. Also wir nehmen mal die erste Telemann-Fantasie in C-Dur, die kennt ihr alle in C-Dur. Die ist gar nicht in C-Dur im Original von Telemann komponiert, sondern in A-Dur. Und da hätten wir jetzt sowieso ein unangenehmes Problem, weil wir 3 Kreuze spielen müssten, aber es wäre auch teilweise zu tief bei den Tönen. Da kämen wir gar nicht hin mit der Altblockflöte. So, und jetzt spiele ich das einfach auf der Voice Flute und schon klingt es wie im Original. Wenn ich jetzt aber mit der Voice Flute die originalen Noten der Traversflöte abspielen will, also sagen wir mal diese erste Telemann-Fantasie in A-Dur spielen möchte, dann muss ich wahnsinnig nachdenken, denn ich muss ja ganz anders denken in Tönen als auf der Altblockflöte. Ich bin ja gewohnt, dass das ein C ist und das ein D ist und so weiter, aber das ist ja dann alles anders. Also auf der Altblockflöte ist das ja dann so, ist ein C, das ist ein C, aber auf der Voice, was ist das denn dann? Das ist ja 2 Töne tiefer, also das ist ein A. Und dann müsste ich ja das umdenken und ich müsste noch die 3 Kreuze berücksichtigen. Also da wäre ich auch überfordert. Ich glaube, das wären wir da alle. Deshalb geht es viel einfacher. Ihr braucht das alles gar nicht. Ihr nehmt einfach die Blockflötennoten, also die für die Blockflöte 2 Töne höher schon aufgeschrieben sind in euren modernen Ausgaben und spielt das mit einer Voiceflöte ab, als ob ihr Altblockflöte in der Hand habt. Das heißt, ich muss gar nicht nachdenken. Ich stelle mir einfach vor, ich habe eine Altblockflöte in der Hand und wenn ich ein C sehe, dann greife ich schön diesen Ton. Ich spiele ja von den Blockflötennoten ab. Und es klingt aber wie die Traversflötennoten und es klingt auch noch sehr schön. Und übrigens war das in der Barockzeit eine gängige Praxis, dass man viele Notenausgaben für die Blockflöte eine Terz höher, also 2 Töne höher, schon transponiert und herausgegeben hat, damit die Blockflötisten das auf der Altblockflöte alles spielen konnten. Aber das Tolle ist halt, wenn man eine Voiceflute hat, dass man dann auch die Stücke, wie sie im Original gedacht sind, spielen kann. Also wie gesagt, Telemann und natürlich Bach und viele, viele Franzosen. Ja, also das klingt einfach sehr schön, das macht auch sehr viel Spaß zu spielen. Man muss sich, wenn man es länger nicht gemacht hat, nochmal dran gewöhnen, aber das kennt ihr wahrscheinlich von der Tenorflöte auch. Aber wie gesagt, es ist nicht so ganz weit gespreizt wie bei einer Tenorflöte und es gibt auch Flötenbauer, die das in 440 Hertz bauen. Wenn ihr zum Beispiel mit modernen Querflöten oder mit Geige oder was auch immer zusammenspielt, dann habt ihr natürlich da die Möglichkeit, da zusammenzuspielen. Ja, also ich habe euch ja schon erzählt, dass die von Ernst Mayr gebaut ist und sie ist eigentlich aus hellem Holz. Sie ist eigentlich aus Buchsbaum gebaut, also dieses gelbliche Holz, wie diese hier zum Beispiel. Und die ist dann außen dunkel gebeizt
Und da ist es auch normal, dass im Laufe der Jahre hier um die Grifflöcher herum das so ein bisschen, ja, ein bisschen heller wird. Hier hinten auch. Das Daumenloch ist auch ordentlich bearbeitet. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, nach welchem Modell die ist. Ich glaube, es ist eine Denner. Ja, ich bin gespannt, ob ihr so eine Voice Flute schon kanntet und ob ihr weitere Fragen habt. Dann schreibt das mal gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Daumen hoch und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und das Glöckchen zu aktivieren, dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn ein neues Video erscheint. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns nächstes Mal hier wieder auf Veras Blockflöten-Kanal. Tschüss!